Hallo und herzlich willkommen auf Veras Blockflötenkanal. Heute bin ich mal eine lebende Grifftabelle und zeige euch alle Griffe auf der Sopranblockflöte vom tiefen C an, dem eingestrichenen C, über 2 Oktaven und sogar noch ein bisschen weiter bis zum 3 gestrichenen E. Das Ganze mache ich für die barocke Griffweise auf der Blockflöte und zu einigen Griffen gebe ich euch noch Erklärungen dazu, wie ihr es machen könnt und wie sie am besten klappen. Falls ihr neu hier seid, ich bin Vera Petri und gebe euch Tipps zu gutem und schönem Blockflötenspiel. Gleich zeige ich euch also alle Griffe auf der Sopranblockflöte mit barocker Griffweise bis zum 3 gestrichenen E hoch. Und falls ihr jetzt eine deutsche Griffweise habt und ihr möchtet wissen, was ist jetzt der Unterschied zwischen barocker und deutscher Griffweise, dann könnt ihr euch gerne das Video anschauen, das ich dazu schon mal gemacht habe. Das verlinke ich euch unten im Infokasten unter dem Video. Es gibt natürlich etliche Grifftabellen im Internet oder auch in Lehrwerken, in Schulen für Blockflöte. Aber erstens mal können die unterschiedlich sein und außerdem tauchen dazu immer wieder Fragen auf von Schülerinnen und Schülern, wie die Griffe eigentlich gehen. Und deshalb dachte ich, zeige euch das mal wirklich lebendig und direkt mit der Blockflöte in der Hand. Für manche Töne gibt es eben auch unterschiedliche Optionen, also zum Beispiel, ob es ein Giss oder ein Ass ist. Darauf gehe ich dann ein, wenn wir bei diesen Tönen angelangt sind. Es kann aber auch sein, dass ihr jetzt einfach nur schnell nachschlagen möchtet, wie ein Ton geht. Deshalb schreibe ich auch in die Infobox, in den Infokasten unter dem Video so Zeitmarkierungen. Die sind dann blau und die könnt ihr anklicken. Dann kommt ihr direkt auf den entsprechenden Ton, den ihr sucht. Und den könnt ihr euch dann mit oder ohne Erklärung anschauen. Bevor wir loslegen, vergesst bitte nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Und dann können wir jetzt gleich loslegen. Wir arbeiten uns vom tiefsten Ton bis zum heute höchsten vor. Das ist das 3 gestrichene E. Es geht noch höher, aber das braucht man fast nie. Beziehungsweise, wenn ihr es braucht, könnt ihr das dann irgendwo nachschlagen oder ihr schreibt mir. Aber das wurde auch so schrill da in der Höhe und ich denke, bis zum E müsste eigentlich ausreichen. Jetzt noch eine kleine Warnung für diejenigen unter euch, die noch nicht Blockflöte spielen, die gerade erst anfangen. Fangt bitte beim Lernen nicht an mit dem tiefsten Ton, mit dem tiefen C, sondern versucht Blockflöte spielen zu lernen mit einer didaktisch aufgebauten Reihenfolge der Töne, die ihr lernt. Also den allertiefsten gleich zu probieren, das tiefe C auf der Sopran, ist nicht so schlau, denn dann ist man auf jeden Fall erstmal verkrampft und der wird nicht klappen. Also heute zeige ich die Töne einfach von unten an in der Reihenfolge, aber wenn ihr Blockflöte erst ganz frisch lernt, würde ich irgendwo in einer Mittellage anfangen, je nachdem, wie euer Lehrer oder eure Lehrerin das vorgibt oder das Lehrwerk, mit dem ihr übt und eben nicht mit dem tiefen C. So, das tiefe C geht so und da sind alle Finger drauf, auch hinten habt ihr das Daumenloch, das ist einfach geschlossen. Wir nennen das jetzt mal das eingestrichene C, in den Noten ist das auch das eingestrichene C, das ist, wo beim Klavier genau die Mitte wäre, aber man muss dazu sagen, dass eine Sopranblockflöte immer eine Oktave höher klingt, als sie da steht. Also eigentlich müsste dieses tiefe C so klingen, so wie es hier steht, ist es dieser Ton. Und auf der Sopranblockflöte ist es einfach eine Oktave höher. Und deshalb muss in den Noten für Sopran auch so eine 8 über dem Violinschlüssel stehen. Das sage ich jetzt nur dazu, damit das korrekt ist. Also wir sehen da ein eingestrichenes C zum Beispiel, ist aber eigentlich klingend schon das 2 gestrichene C. Aber wir nennen das jetzt einfach, wir tun so, als wäre die Sopranblockflöte nicht höher.
So, dann kommt das Cis oder das Des, je nach enharmonischer Verwechslung. Und da seht ihr schon, da braucht ihr eine barocke Griffweise oder zumindest Doppellöcher. Denn Doppellöcher bedeuten nicht immer, dass ihr auch barocke Griffweise habt. Also wenn ihr euch selbst eine Blockflöte kauft, müsst ihr darauf achten, ob die nicht nur Doppellöcher hat, sondern auch barocke Griffweise. So, und dann versucht möglichst locker den kleinen Finger zu lassen, nicht draufdrücken, denn dann kommt das Cis oder das Des, in dem Fall, nicht raus. Nächster Ton das D. Und alle Töne, die jetzt erstmal nachfolgend kommen, haben den Daumen hinten ganz drauf auf dem Loch, haben das Daumenloch ganz geschlossen. Dann können wir auch dieses D um einen halben Ton erhöhen, dann hätten wir ein Dis. Oder wir haben das E einen halben Ton erniedrigt, dann haben wir ein S. Das ist enharmonisch verwechselt wieder das Gleiche. Und das spiele ich auch auf der Blockflöte gleich, das kann ich nicht anders spielen. Also Dis oder auch S. Gleiche Geschichte wie beim tiefen Cis oder Des. Auch hier wieder den Finger möglichst locker anheben. Ich persönlich versuche, den Finger wegzuziehen und ihn so ein bisschen mehr zu beugen. Es gibt auch die Technik, dass man die ganze Hand dreht. Vielleicht seid ihr das gewohnt. Ich würde es zumindest tendenziell, ein bisschen bewegt sich die Hand im schnellen Spiel vielleicht immer mit, aber versuchen wirklich mit dem Finger und den sich rund zu denken auf jeden Fall. Dann haben wir das E. Und dann mit barocker Griffweise das F. Also das F kennt ihr vielleicht noch aus der Schulzeit oder wenn ihr eine deutsche Griffweise habt, einfach so. Und das F mit der barocken Griffweise, wie es eigentlich die richtige Griffweise ist für die Blockflöte, ist eben so gespielt. Und es ist nicht schwerer zu lernen als das andere F. Das ist ein Missverständnis. Ich habe dazu auch schon mal Videos gemacht und ich gucke mal, was ich euch da auch verlinken kann. Das könnt ihr euch ja später anschauen. Auf jeden Fall das F spielen wir so, eigentlich alle Finger drauf und einen weg. Dann das eingestrichene Fis. Und da haben wir tatsächlich nur die beiden Finger in der Mitte und nicht den kleinen Finger. Wenn ihr jetzt auch hier eine deutsche Griffweise kennt, dann habt ihr vielleicht alle drei drauf gemacht. Das wäre aber für die barocke Flöte zu tief. Und das ist jetzt auch mal ein Griff, der sogar mal einfacher geht, finde ich, als mit den dreien hier. Weiß nicht, auf jeden Fall ist es der richtige. Und das wäre natürlich enharmonisch verwechselt auch wieder ein Ges. Also Fis oder Ges. Ja, dann brauchen wir die beiden nur noch wegzunehmen und dann haben wir das G. So, jetzt geht es noch mal einen Halbton höher und das unlogisch Erscheinende ist jetzt, dass ich zwar oben tatsächlich einen Finger wegnehmen muss, rechts aber sogar einige Finger dazu machen muss, nämlich für dieses Gis. Und da habt ihr ja gesehen, da habe ich den dritten hier, den habe ich nur halb drauf. Das ist, was auf den meisten guten Blockflöten eigentlich sauber klingt, dass ihr so als Gis einsetzen könnt, nach meiner Erfahrung. Also eigentlich ist ein Gis ja ein bisschen tiefer noch als unser Ass.
Und für den Fall könntet ihr sogar die Finger ganz drauf machen, also diesen letzten hier ganz drauf. Und wenn ihr das schön hoch klingen haben wollt, in einem Stück, wo ihr ein Ass habt und das vielleicht auch noch leise spielen möchtet, dann reichen 2 Finger. Aber da ihr jetzt vielleicht nicht alle Profis seid, die da ständig variieren, würde ich euch empfehlen, wirklich diese goldene Mitte zu nehmen. 1, 2, 1,5. Ja, und wenn wir dann das A spielen wollen, dann brauchen wir die beiden nur wegzunehmen und dann haben wir das eingestrichene A. Dann geht es einen halben Ton höher, das wäre dann B oder auch A-Is. Wenn wir das A erhöhen, ist es A-Is. Wenn wir das H, das oben drüber ist, erniedrigen, haben wir ein B. Und das spiele ich am liebsten, wenn es ein B ist, so. Und wenn es ein A-Is sein soll, mit diesem Griff, den viele, wahrscheinlich die meisten von euch als B benutzen, dann wäre das in meinen Ohren eher ein A-Is. Also nochmal B oder B und auch als A-Is. Gut, dann nehme ich hier das alles Komplizierte weg und habe das H. Immer noch eingestrichen, wir sind immer noch in der ersten Oktave. Und jetzt geht es aber einen halben Ton höher und dann kommt ein zweigestrichenes C. Dann käme das zweigestrichene Cis. Und dabei ist jetzt, wie ihr sehen könnt, der Daumen ganz weg vom Loch. Wenn ihr den drauf lasst, habt ihr nämlich ein A, also das Cis oder auch das Des enharmonisch verwechselt. Dann kommt das zweigestrichene D. Tatsächlich nur einen Finger drauf. Dann kommt erstmal das hohe S oder auch das hohe Dis. Und das ist ein ganz seltsamer Griff. Da habt ihr hinten den Daumen weg und den Zeigefinger weg. Ich nenne das immer Brot ohne Kruste. Und hier unten ist nämlich auch nichts sozusagen. Also die Finger dazwischen müssen alle drauf. Oben 2, unten 3 und den letzten nicht und hier oben eben auch nichts. Dann geht es los mit den Tönen, die man mit leicht geöffnetem Daumenloch spielen muss. Also wir fangen da an mit dem hohen E. Und da habe ich den Daumen geknickt. Man kann den auch wegschieben. Ich bin sehr für die Knicktechnik. Auch dazu habe ich mehrere Videos gemacht, könnt ihr euch gerne anschauen. Wenn ihr Probleme habt bei den hohen Tönen, dann kann ich euch das sehr ans Herz legen. Ich habe das selber während des Blockflöte-Studiums relativ spät noch umgelernt und bin da so dankbar dafür, dass meine damalige Lehrerin mir das aufgezwungen hat. Und ich war auch erst skeptisch und habe gesagt, Mensch, ich habe das doch immer so gespielt, wie soll das denn gehen? Aber das ist eine Offenbarung. Ich liebe seitdem hohe Töne und die klappen immer. Und ja, also wie gesagt, lege ich euch ans Herz, schaut es euch mal an. Auf jeden Fall müsst ihr beim hohen E das Daumenloch etwas öffnen, nicht zu weit. Und dann spielt man so das hohe E. Und ab jetzt, bei allen höheren Tönen, die jetzt kommen, habt ihr diesen geknickten Daumen bzw. das etwas geöffnete Daumenloch. Dann kriegen wir nämlich jetzt das hohe F.
Das ist auch wieder anders als bei der deutschen Griffweise. Bei der deutschen Griffweise wäre das nur mit dem einen Finger und natürlich auch dem geöffneten Daumenloch. Statt der beiden Finger hier für diesen sogenannten Gabelgriff nehmen wir dann den in der Mitte und dann haben wir das hohe Fis oder auch Ges. Und wenn wir den wegnehmen, immer noch den Daumen halb geöffnet oder etwas geöffnet, dann kriegen wir das hohe G, sprich das zweigestrichene G. Und jetzt geht es genau wie in der ersten Oktave. Ich möchte jetzt zum Gis oder auch zum As und möchte höher, also nehme ich einen Finger weg, aber ich muss auch wieder was dazu nehmen. Nicht so viele wie beim tiefen Gis, aber einen. Wo ist mein Loch? Hier. Diesen einen und dann kriegen wir das hohe Gis oder auch As. Und nehme ich den wieder weg, habe ich das zweigestrichene A. Und jetzt kommt wieder das gleiche Unlogische wie gerade eben. Ich möchte jetzt vom A aus höher und muss Finger hinzunehmen. Das ist ganz komisch, ist aber so. Also wenn ich vom A zum hohen B möchte, dann muss ich 3 Finger hinzunehmen. Und schon habe ich das hohe B wieder mit geöffnetem Daumenloch. So, das war das hohe B. Dann kommt das hohe H. Und wie ihr gesehen habt, brauchte ich jetzt nur unten einen Finger wegzunehmen. So, und jetzt kommen wir zum hohen C, also zum ganz hohen C, zum dreigestrichenen nämlich. Und ihr hattet ja gerade das hohe H, jetzt braucht ihr nur oben diesen einen wegzunehmen. Und halb geöffnet und schön schnell blasen, nicht super laut, sondern schnell. Also zu hohen Tönen speziell kriege ich ja immer wieder Fragen von euch. Da habe ich ja auch schon einige Videos gemacht. Schaut euch mal um. Und wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt gerne in die Kommentare unter diesem Video. Und auch überhaupt, wenn ihr Fragen zu irgendwelchen dieser Griffe habt, wie sie gehen, wie sie besser klappen können, schreibt gerne. Dafür ist die Kommentarfunktion da unter dem Video. Ich freue mich dann, wenn ich Feedback von euch bekomme. Also wir haben das dreigestrichene C. So, jetzt wird es ein bisschen akrobatisch. Jetzt wollen wir nämlich noch weiter. Wir hatten das C, jetzt wollen wir zum Cis oder auch Des von oben gesehen. Und das geht jetzt völlig anders als das C vorher. Nämlich, so spielt man ein hohes Cis oder auch Des. So, und das habt ihr ja gesehen, das ist etwas akrobatisch. Das kann man am besten im Sitzen spielen, damit man sich auch nicht irgendwie die Zähne aushaut. Also dabei wird tatsächlich dieses Loch auch geschlossen, das Schallloch. Und das kann ich dann mit meinem Bein machen. Und auch dazu habe ich mal ein ganzes Video gemacht. Das könnt ihr euch anschauen und da habe ich das nochmal genau erklärt. Aber tatsächlich ist es so, ihr greift oben also einen ziemlich wilden Griff, nämlich zweimal Gabelgriff, so wie man das nennt. Und den Griff sieht man ganz oft einfach so in Grifftabellen. Aber ich würde euch sehr empfehlen, hier noch das halbe Loch dazu zu nehmen. Der ist nämlich dann erstens viel stabiler in der Ansprache, der spricht viel leichter an. Und zweitens ist er sauberer gestimmt. Denn den könnt ihr nur relativ laut blasen. Er spricht eigentlich gut an, leichter als das hohe C sogar, aber er ist trotzdem, wenn man den nicht dazu nimmt, diesen kleinen Finger halb, nicht ganz halb, dann ist er zu hoch. Also deshalb würde ich euch das dringend so empfehlen.
dass ihr zweimal Gabelgriff plus den halben macht und dann habt ihr das hohe Cis oder auch Des. Plus natürlich unten stopfen. So, der nächste geht ganz einfach, nämlich jetzt kommen wir zum hohen D. Und das habt ihr wahrscheinlich gemerkt, das geht genau wie das hohe Des oder hohe Cis, bloß ohne das Stopfen. Da wird es also wieder ein bisschen einfacher. So, dann kommen wir, jetzt müssen wir scharf nachdenken, zum Dis oder auch S. Und das ist schon unser vorletzter Ton. Also Dis bzw. S. Da müsst ihr nichts stopfen, aber dann kommt als letzter Ton für heute das dreigestrichene E. Und wie ihr sehen konntet, geht der Griff genauso wie fürs S oder auch das Dis, bloß mit dem Zustopfen unten wieder. Ja, das waren für heute eure Griffe, eure lebendige Grifftabelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen, beziehungsweise ihr konntet was lernen und konntet eventuell ganz gezielt die Griffe heraussuchen, die ihr gesucht habt. Ja, lasst mich mal wissen, ob das eine gute Idee war. Ich könnte das Gleiche auch noch für die Altblockflöte machen. Da sind die Griffe natürlich dieselben, aber es handelt sich ja dann um andere Noten und das könnte vielleicht hilfreich sein für euch. Ich dachte, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Also ich bin sehr dankbar, wenn ihr mir Feedback gebt, ob ich das noch für die Altflöte machen soll. Und auch ansonsten, wenn ihr Ideen habt zu Videos, dann freue ich mich sehr, wenn ihr mir das mitteilt. Ja, ansonsten im Infokasten habt ihr jetzt allerhand Info. Da findet ihr auch zum Beispiel meinen kostenlosen Newsletter. Wenn ihr den abonniert, dann könnt ihr immer Mails von mir bekommen mit Berichten darüber, was ich gerade mache oder auch Fragen an euch. Zum Beispiel hatte ich mal eine Umfrage drin, welche Themen in meinem Blog würden euch dann mal interessieren. Oder ich hatte auch meinen Kurs, den ich herausgegeben habe, Blockflöte Next Level, diesen Online-Videokurs, den ihr kaufen könnt. Den habe ich vorab getestet mit Teilnehmern, um zu wissen, ob er gut ist. Und die Teilnehmer hatte ich auch über meinen Newsletter gefunden. Ich habe dann gefragt, wer hätte denn Lust, das mal auszuprobieren und so weiter. Also ist kostenlos, könnt ihr abonnieren, steht alles hier unten. Ich bedanke mich jetzt fürs Zuhören und wünsche viel Spaß beim Greifen und sage bis nächstes Mal wieder auf Veras Blockflötenkanal. Bis dahin, tschüss!